Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Java. Ich hoffe, ich erreiche euch alle dadurch, dass ich mal wieder ein Java-Video mache, denn ich wollte mich bei euch natürlich bedanken, weil ihr so abartig geil seid und mich so krass unterstützt. Und deswegen habe ich auch ein neues Mikrofon, wie ihr wahrscheinlich schon hören könnt. Und ja, das ist ziemlich cool. Ich habe jetzt sogar die Uhr aus dem Zimmer hier verbannen müssen, damit ich nicht alle Klick- und Tick-Tack-Geräusche hier aufnehme. Ich hoffe jetzt bloß, dass ihr die Kinder unten drunter nicht hört, weil das wäre ein bisschen doof. Ja, lasst mich einfach wissen, wie ihr das neue Mikro findet und sagt mir dann Bescheid. Gut, also was wir heute machen, ist eine wunderschöne Sache, nämlich einen coolen Algorithmus, beziehungsweise wir werden nicht den Algorithmus machen, wir werden RSA von Java benutzen und mal gucken, wie gut das ist und ob wir damit was anfangen können. Also, das ist irgendwie ungewohnt, ohne Headset zu sprechen, aber ich hoffe, es gefällt euch auch. Gut, also ich habe euch hier mal ein neues Projekt erstellt, falls ihr nicht mehr ganz so wisst, wie Java funktioniert. Ich hoffe doch, dass ihr es noch wisst. Und ja, wir werden als allererstes mal zwei Methoden brauchen, nämlich einmal eine Generiermethode, das wird ein String zurückgeben. Nennen wir sie einfach mal gen. Und im Prinzip brauchen wir da eigentlich nichts eingeben. Die soll uns einfach bloß, ups, die soll uns einfach bloß dieses Schlüsselpaar generieren und damit wollen wir dann arbeiten. Genau, so, also zum Generieren bietet uns Java schon, oder es bietet eigentlich für alles schon vorgefertigte Klassen und die werden wir natürlich benutzen. Das ist nämlich am einfachsten so. Was wir allerdings jedes Mal haben, ist ein Private Key und ein Public Key und den werden wir irgendwo hinschreiben müssen. Das Schreiben überlasse ich euch dann. Ich werde euch einfach nur zeigen, wie man diese Dinger benutzt. Und zwar haben wir einen Final, ich würde ihn einfach mal Final machen, weil wir ihn nur dazu brauchen. Key Pair Generator heißt das Ding. Genau, hier von Java Security. Es wird automatisch hier oben importiert, wie ihr wisst. Und ja, den setzen wir einfach mal Key Pair Generator. Das hier. .getInstance. So, und jetzt müssen wir hier einen Algorithmus angeben. Und im Prinzip könnt ihr da auch andere Sachen eintragen. Ich will jetzt hier natürlich nicht ein RSQ, sondern ein RSA haben. Denn RSA ist genau das, was ich euch diesmal zeigen möchte. Ja, und das Semikolon sollte natürlich hinten dran. So, und über dieses Key-Pair-Generator-Teil hier, was wir von Java direkt bekommen, haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Wir wollen jetzt nur, dem Ding noch einen Namen geben vielleicht, Keygen, und diesem Keygen ein paar Sachen setzen, wie zum Beispiel mit der Initialize-Methode. Und hier sehen wir schon, was wir hier setzen können. Wir können hier ein paar Algorithmen, Parameter, Specs setzen. Das wollen wir aber eigentlich nicht machen, das ist viel zu kompliziert. Hier kann man einfach sagen, wie groß der Key sein soll. Und ich würde euch hier einfach mal 1024 empfehlen. Ihr könnt natürlich auch was anderes nehmen, 512 oder 2048 bietet sich an. Aber 1024 sollte eigentlich passen für die meisten Anwendungen. Und je höher der Key ist, desto langsamer ist das Ganze natürlich. Und also je höher diese Zahl hier ist, sollte übrigens 2 hoch irgendwas sein, also 1024, 2048, 4096 und so weiter. Desto langsamer ist das Ganze, je höher das ist und desto sicherer auch ein bisschen. Also es steigt damit. Sprich, es braucht länger, damit man es irgendwie cracken kann. So, und jetzt wollen wir uns ein Key Pair erstellen. Die können wir auch Final machen. Final Key Pair. Und die nennen wir einfach mal Key. So, und die kriegen wir über unseren Keygen, nämlich einfach mit der Generate Key Methode, beziehungsweise Generate Key Pair in dem Fall. Und schon fertig. Das war alles. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch irgendwo hinschreiben. Wir können aber auch einfach mal sagen, wenn wir es nur für diese Anwendung haben wollen, dann können wir uns das Ganze einfach hier oben speichern. Einfach mal rauskopieren, dann machen wir das Final vielleicht doch weg. Was ist mit dem Keypair jetzt gerade los? Ich habe es nicht importiert. Warum hat er das nicht automatisch gemacht? Naja. Genau, so, also einfach hier oben reinschreiben. Und dem Ganzen sagen, okay, hier unten wird es erstmal initialisiert. Und dann haben wir tatsächlich ein Keypair mit einem Public Key und einem Private Key. Wenn ihr übrigens Interesse an der Theorie hinter dem Ganzen habt, also wirklich mit der Mathematik und so weiter, dann dürft ihr mir gerne Bescheid sagen. Dann werde ich hier einfach mal noch ein paar Videos hinzufügen mit Sicherheit und so weiter.
So, der muss initialisiert sein. Probieren wir es einfach mal damit. So. Try and Catch, weil es könnte ja sein, dass hier dieser Algorithmus, den wir hier eingeben, einfach kein Algorithmus ist, den wir irgendwie kennen. Also sowas wie RSQ zum Beispiel, was ich vorhin eingegeben habe. Gut. Wenn wir das jetzt alles so haben, dann haben wir unseren Key-Pair theoretisch schon. Und mit dem Public Key kann man jetzt verschlüsseln. Also ich erkläre euch das ganz kurz nochmal woanders. Nur ganz grob die Theorie hinter RSA. Wenn ihr wirklich Interesse an der Mathematik habt, wie gesagt, schreibt mir drunter, dann mache ich dazu auch noch Videos. Ansonsten, ich glaube, das, was ich hier mache, reicht erstmal. Gut, also wir haben hier, ich nehme mal einen Kreis, das geht leichter zu zeichnen. Das hier sind wir und das ist unser Kommunikationspartner. Und hier zwischendrin kann natürlich irgendwer irgendwas abhören, was wir nicht haben wollen. Und deswegen nimmt dieser Kerl, der uns was schicken will, nimmt unseren Public Key, also ich schreibe es mal kurz hier hin, wie geht das Textbox hier, so, der PK ist der Public Key, der ist für alle zugänglich. Das heißt, wir können da alle drauf zugreifen, also wir können da drauf zugreifen, aber auch unser Kommunikationspartner kann da drauf zugreifen, sprich hier unser anderer. Achtung, Angreifer können auch drauf zugreifen, was die ganze Sache ein bisschen tricky macht, logischerweise, aber so soll es ja auch sein, sonst wäre es ja langweilig. Gut, also unser Kommunikationspartner, der uns tatsächlich eine Nachricht von sich schicken möchte, die nur wir lesen können, der nimmt unseren Public Key und verschlüsselt damit das Ganze. Also sprich, der hat hier erstmal Zugriff drauf und kriegt diesen Public Key, nimmt ihn zum Verschlüsseln hier und schickt uns das Ganze verschlüsselt. Und wir können dann mit dem Secret Key, den nur wir kennen, jetzt brauche ich noch eine Textbox, der Secret Key, einfach mal SK oder wir schreiben es aus, Secret Key. So, und den kennen nur wir, das heißt nur wir können damit irgendwas machen. Und das ist das Tolle daran, das heißt nur wir können damit entschlüsseln. Das heißt, er verschlüsselt mit dem Public Key und wir entschlüsseln mit dem Secret Key, was keiner außer uns machen kann. Sprich, jede Nachricht ist tatsächlich nur für uns gedacht, also für niemand anderen. Und niemand anders kann sie dann noch lesen, es sei denn, er knackt diese Sicherheit und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen brauchen wir noch zwei hier, zwei Methoden. Und zwar, achso, wir sollten vielleicht hier doch nichts zurückgeben, eine Void draus machen. Wir haben ja hier oben den Key Pair schon reingetan und jetzt brauchen wir eigentlich nichts mehr zurückgeben. Gut. Und jetzt haben wir hier die Encrypt-Methode. Die gibt uns jetzt tatsächlich einen String zurück. Encrypt. Und die nimmt auch einen String. Eine Message normalerweise. So, und mit der, also diese Message, was hier reinkommt, das ist der Klartext, wollen wir jetzt verschlüsselt wieder ausgeben, hier durch diese Methode. Und wenn wir die verschlüsselt haben, dann soll nur noch derjenige mit genau diesem Key Pair hier soll die dann auch tatsächlich irgendwie benutzen können. So, das Ding ist jetzt, dass wir hier nur den Public Key reinkriegen. Das heißt, wir machen die noch ein bisschen sicherer. Im Prinzip sollte es hier tatsächlich nur private für uns verfügbar sein und die Encrypt-Methode sollte für alle verfügbar sein. Das heißt, wir geben hier noch den beim Aufruf den Public Key mit rein. Der nennt sich Public Key einfach mal als Klasse. Public Key und hier unten ist schon wieder eine Klammer zu viel. PK und mit dem verschlüsseln wir jetzt. Das heißt, wir wollen jetzt diesen Public Key irgendwie benutzen und Java dazu bringen, dass er damit irgendwas verschlüsselt. Genau. Und das tun wir, indem wir hier einfach irgendwelche Sachen an Java schicken und Java macht das dann im Prinzip alles für uns. So. Was wir jetzt hier als erstes brauchen, ist mal eine Cipher. Cipher gleich. Und jetzt muss ich das wahrscheinlich erstmal wieder importieren. So. Und die kriegen wir wieder über, ähnlich wie da oben mit dem Key Pair Generator. Funktioniert das eigentlich genau gleich. Wir müssen nur darauf aufpassen, dass wir auch tatsächlich denselben Algorithmus hier benutzen. Das heißt, wir schreiben hier getInstance und dann wieder RSA und nicht RSQ oder so irgendwas rein. Okay. Und wenn wir das jetzt hier haben, ja, das fordert wieder ein Try and Catch, aber da kommt, glaube ich, noch mehr rein. Dann sagen wir cipher.init
Und hier steht jetzt Op-Mode. Da können wir einfach auf eine fertige Sache drauf zugreifen, indem wir Cypher, also groß geschrieben, und dann den Modus angeben hier. Wir wollen ja verschlüsseln, deswegen sagen wir Encrypt Mode. Und das Zertifikat meint den Public Key. Das heißt, wir geben hier einfach den Public Key an und wir sagen, wir wollen verschlüsseln, weswegen wir auch den Public Key angeben müssen. Und schon ist alles fertig. Dann sagen wir hier, okay, Cypher, keine Ahnung, Cypher. Nennen wir es einfach mal Chiffrat auf Deutsch. Weil Cypher im Prinzip genau dasselbe heißt, nur dass es Englisch ist. Chiffrat ist quasi die verschlüsselte Nachricht. Das bedeutet, wir wollen jetzt hier tatsächlich das drin haben, was wir dann an den anderen Menschen schicken, mit dem wir kommunizieren wollen, was kein anderer lesen soll. Und da sagen wir jetzt einfach mal Cypher, nicht groß geschrieben, sondern klein geschrieben, Cypher.doFinal, und dann können wir hier reingeben, was wir haben wollen, also was wir quasi verschlüsseln wollen, also sprich unseren Text. Achtung, wir können hier nicht einfach Message eingeben, da kriegen wir ein Problem. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwie einen String direkt zu verschlüsseln. Wir müssen hier sagen .getBytes. Und dann wird eure Message quasi einfach umgewandelt in Bytes und das war's schon. So, das hier ist jetzt in dem Fall auch ein Bytecode, denn die doFinal-Methode gibt uns, wie wir hier sehen können, ein Byte-Array zurück. Sprich, wir sagen hier einfach mal Byte-Array Chiffrat und schon sind wir quasi fertig. So, jetzt leuchtet das alles wunderschön rot und wir wissen, dass irgendwas nicht stimmt. Jetzt sagen wir einfach mal Try and Catch draus machen und ja, dann sagen wir hier oben ist gleich Null. Und wir wissen ja, dass wir hier alles richtig gemacht haben. Da sollte keine, wobei doch die hier, No Such Padding, könnte passieren. Ja, aber da das hier auch passieren kann, dass hier ein Fehler geworfen wird, schmeißen wir das einfach hier auch noch rein. Und Catch Clause rein und fertig sind wir. So, jetzt können wir hier erstmal den Algorithmus initialisieren und dabei fliegt entweder diese Exception oder die hier. Die braucht euch nicht wirklich zu kümmern. Außer ihr wollt die Theorie dahinter verstehen. Und dann haben wir noch hier, wenn wir das tatsächlich initialisieren, kann natürlich auch noch passieren, dass wir einen falschen Key haben. Wenn wir nämlich den Secret Key reingeben, dann haben wir ein Problem. Dann geht das Ganze nämlich nicht. Und ja, dann können wir hier unten das hier auch noch, dann müssen wir das erstmal nach oben kopieren. Na, wobei, ich könnte auch einfach hier unten nochmal ein Try and Catch einfügen. So. Und ja, jetzt können wir hier verschlüsseln, wobei ich das hier draußen brauche, damit ich es auch wieder zurückgeben kann. So, jetzt löschen wir das hier noch und schon sind wir soweit. Hier oben sollten wir dann allerdings noch, upsala, hier vielleicht noch einfügen, dass wir ein Byte zurückgeben wollen. Wo bin ich jetzt gelandet? Da, Byte Array wollen wir zurückgeben. Denn das Verschlüsselte ist einfach nur ein Byte-Array und wir haben hier für das Chiffrat auch tatsächlich nur ein Byte-Array zur Verfügung. Okay. So, das heißt, wir geben dieses Chiffrat zurück, was hier sogar initialisiert ist, wenn wir gar nichts haben. Also wenn hier nichts funktioniert hat, weil wir hier irgendwas falsch angegeben haben, dann können wir trotzdem das Chiffrat zurückgeben, wenn wir es initialisieren würden. Okay. Machen wir einfach mal, machen wir tatsächlich Null draus. Null ist vielleicht sinnvoller. Okay, so, jetzt können wir hier schon mal einen Key-Pair generieren und wir können verschlüsseln. Jetzt wollen wir nur noch entschlüsseln und ihr seht, das ist echt nicht wirklich schwer mit Java, denn ihr habt schon die ganzen Klassen und müsst eigentlich nur noch den Code von denen benutzen. Das ist das Tolle dran. So, jetzt, wie gesagt, geht es ums Entschlüsseln und das wollen wir hier unten machen. Und da kommt wieder ein String bei raus. Public String, denn wir wollen ja hier auch eine Message als String verschlüsseln. Deswegen kriegen wir hier auch tatsächlich dann ein String wieder zurück. Dieses Mal auch, glaube ich, wirklich. Genau. Decrypt. Okay. So, was kriegen wir hier rein? Wir kriegen erstmal ein Byte-Array, denn das ist genau das, was wir hier verschlüsselt haben. Unser Chiffrat. Und wir kriegen einen Secret Key. Wow.
Ja, der Secret Key kann tatsächlich nur vom Empfänger wirklich da reingegeben werden und deswegen ist es auch okay, wenn wir die Methode so machen. Und ich habe schon wieder hier unten, ich komme einfach nicht damit klar, wenn es mir die Klammern automatisch setzt. Das muss irgendwas Neues sein. Okay, so. Also jetzt wollen wir hier unten entschlüsseln, was hier quasi aus dem Encrypt rausgekommen ist, also dieses Byte Array. Und wie machen wir das? Das ist auch nicht wirklich schwer. Wir sagen erstmal, okay, wir nehmen uns, also es kommt auch wieder, wenn wir entschlüsseln, kommt auch wieder ein Byte Array raus, weil wir ja nicht wissen können, was da rauskommt. Aber wir wollen das ja dann am Schluss wieder als hier, Deck. So, Deck heißt Dechiffrat oder halt Decrypt oder was auch immer. Initialisieren wir erstmal wieder und sagen hier, okay, wir brauchen wieder ein Cypher und das ist im Prinzip genau dasselbe wie hier oben. Wir wollen ein Cypher mit Instance RSA, nur dass wir dieses Mal den Init ein bisschen anders machen. So. Cypher und nochmal Cypher. So, und jetzt hier unten Init-Methode mit Opcode und da können wir genau dasselbe wieder machen, nämlich Cypher.decryptMode und das Zertifikat ist diesmal unser Secret Key. Ja. Achso, ja, natürlich, das schmeißt wieder alles irgendwelche Exceptions, ist uns aber eigentlich egal. Nur, dass das hier oben bitte im selben sein soll. So. Und hier noch ein Catch Clause. So. Perfekt. Jetzt haben wir das Ganze initialisiert und jetzt können wir wieder damit arbeiten. Wir können jetzt hier einfach sagen, okay, unser Deck, das was quasi entschlüsselt wird, kriegen wir, indem wir sagen Deck gleich Cypher.doFinal. Ihr seht, das liefert uns tatsächlich hier wieder ein Byte Array raus. Und was wir haben wollen als Eingabe ist logischerweise unser Chiffrat, denn das entschlüsselt das Ganze wieder. Okay, und ja, jetzt kann das natürlich auch wieder eine Exception schmeißen, try multi-catch und fertig. Gut, und jetzt wollen wir hier daraus wieder einen String zurückgeben, return. Und da sagen wir einfach new string und geben dieses Byte Array rein. Und daraus wird quasi unser neuer String kreiert. Initialisieren wir noch und fertig ist es. So, und jetzt haben wir im Prinzip alles, was wir brauchen, um verschlüsseln zu können. Wir haben einen Key, wobei wir den noch nicht haben. Wir können einen generieren und wir können hier verschlüsseln und wir können wieder entschlüsseln. Bringt uns relativ wenig, denn unser Gegenüber muss genau dasselbe haben. Und wenn wir jetzt tatsächlich für jemand anders etwas erstellen wollen, dann muss der uns seinen Public Key schicken. Also sprich, ich möchte mit meinem Gegenüber, mit dem hier, möchte ich kommunizieren, dann schickt er mir erstmal seinen Public Key. Also könnt ihr tatsächlich zu eurem Freund sagen, yo, du schick mir mal Public Key hier, ich möchte eine verschlüsselte Nachricht schicken. Und das macht er dann. Und dann könnt ihr euch hier diesen Public Key von ihm einlesen, könnt den in diese Encrypt-Methode reinschicken und dann wird es verschlüsselt und könnt dann diese verschlüsselte Nachricht an ihn schicken. Und er muss euch tatsächlich nur diesen Public Key schicken, mit dem Secret Key braucht ihr eigentlich gar nichts machen. Wäre auch doof, wenn er euch den schicken würde, weil den könnte man ja abfangen. Genauso wie den Public Key, den kann man auch abfangen, aber man kann ihm ja damit nur Nachrichten schicken. Das heißt, da hat niemand anders einen Vorteil von. So, jetzt wollen wir das Ganze mal in der Praxis sehen. Jetzt habe ich genug gelabert. Und zwar sagen wir jetzt hier erstmal, okay, Key, beziehungsweise eigentlich brauchen wir gar keinen Key. Wir sagen hier gen. So, gen initialisiert uns diesen Key hier oben. Ja, im Prinzip können die auch alle static sein, dann brauche ich hier nicht irgendwie rumfuschen. Können wir auch static machen. So. Okay, wir haben jetzt hier diesen Key so generiert, dass wir damit arbeiten können. Jetzt wollen wir irgendwas verschlüsseln. Sagen wir mal ein Byte Array enc, gleich, und dann sagen wir hier encrypt, die ich nicht benutzen darf, weil sie noch nicht static ist, logischerweise. Ich dachte, das könnte man schon mal machen. Public static und hier unten natürlich auch. So. Okay, public static encrypt. So, jetzt können wir hier aber drauf zugreifen. Encrypt. Und wir wollen eine Nachricht reinschreiben, zum Beispiel Hallo Welt.
Wenn ich jetzt noch Hallo Welt tippen könnte, wäre es ganz toll. So, und was wir jetzt hier reingeben wollen, ist erstmal Key, Punkt, und über Key, Punkt können wir hier, oh, hier muss ich noch was ändern, das Ding heißt Private Key, nicht Secret Key, ist aber dasselbe, also im Prinzip ist das völlig irrelevant, nur dass hier nachher der Typ nicht stimmt. Private Key, da. So, Key.getPublic liefert uns aus diesem Schlüsselpaar den Public Key. Das heißt, damit können wir was machen. Und jetzt geben wir das einfach mal aus, was hierbei rauskommt. Und schauen uns mal an, was da so alles drin steht. Ich glaube, das wird ziemlich witzig. So, und jetzt, ja, eng. Blöd. Okay, probieren wir es nochmal. Ist nur ein Byte-Array. Wenn wir daraus jetzt einen String erstellen, New String aus eng, ich glaube, dann wird es erst richtig witzig. Ja, so sieht es dann aus. Das heißt, ihr habt jetzt hier euer Chiffrat von Hallo Welt. Das ist, ja, kann man nicht wirklich viel mit anfangen. Ihr könnt ja mal probieren, was passiert, wenn man sich jedes Byte einzeln ausgeben lässt. Ist aber auch nicht viel besser. Das heißt, da kommt einfach irgendein Zahlenwurst raus. Bytes sind bekanntlich zwischen 0 und 7. Also ihr kriegt Zahlen von 0 bis 7. Und mit denen müsst ihr dann irgendwas anfangen. Das heißt, ihr müsst da irgendwie drauf kommen, dass da Hallo Welt steht. Das ist nicht ganz so ohne weiteres möglich. So, und jetzt passiert Folgendes. Jetzt können wir hier einfach mal diese Encrypt-Methode laufen, die Decrypt-Methode laufen lassen. Decrypt, und wir geben hier unser Enc rein und unseren Secret Key, wobei wir den Secret Key mit Key.getPrivate da oben rauskriegen. Secret Key und Private Key ist im Prinzip dasselbe. Der Secret Key heißt einfach so viel, solltet ihr nicht weitergeben, und der Private Key heißt, es ist eurer, also nur eurer. Ist im Prinzip genau dasselbe. So, und wenn wir jetzt hier wieder zurück konvertieren, dann steht hier wieder Hallo Welt. Wunderbar. Und jeder, der diesen Secret Key nicht hat, der kann jetzt nicht, beziehungsweise noch nicht, also mit Quantencomputern sagt man, ist es wahrscheinlich möglich, aber aktuell kann niemand ohne diesen Secret Key hier wieder entschlüsseln. Das heißt, den Public Key einfach überall verteilen, und wenn ihr was damit bekommt, dann könnt ihr hier mit eurem Secret Key, der dazu passt, einfach mal wieder entschlüsseln. Gut, war ein ziemlich langes Video, aber es ist ja auch das erste mit dem neuen Mikrofon, und ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.